Hallo liebe Modellautofreunde, willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute stelle ich euch den Mercedes-Benz SL 500 in dieser schönen, tollen neuen Farbe von Norre vor, in A-Stab 1:18. Das ist die Verpackung, ja, das ist die Edition. Die sehen jetzt mittlerweile anders aus. Ich fand die alten etwas besser von der Farbe her oder von der Aufmachung. Aber gut, in der Styroporverpackung ist noch ein Schraubenzieher, wie man hier sehen kann. Ja, den kann man hier rausholen. Der obligatorische Handschuh. Und was ich sehr gut finde, ist zwei Dächer. Ja? Einmal das Hardtop-Dach und ein im Prinzip Stoff-Cabrio-Dach. Kann man ebenfalls noch mit drauf machen. Finde ich sehr schön. Wobei natürlich so mir am besten gefällt. Und wenn ich was ein Dach drauf mache, natürlich dann das Hardtop. Sieht am besten aus, meiner Meinung nach. Und ich werde das gute Stück jetzt mal abschrauben. Ja, schauen wir uns das Modell an. Wirklich eine tolle Farbe, Weinrot. Das gefällt mir wirklich gut. Das passt auch vor allem sehr gut mit der Hell-Innenausstattung. Und wir schauen uns den Wagen von vorne an. Ja, SL-typisch, damals, zumindest für den SL, um die 2000er Wende. Sehr eckig, sehr markantes Fahrzeug. Hier vorne mit den Regenwischern für den Scheinwerfer. Ja. Und im Prinzip, ja, diese Form hat mir ganz früher gar nicht so gut gefallen. Mittlerweile finde ich sie gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Ich habe von dem übrigens schon ein Modell vorgestellt, letztes Jahr, in Grau. Schaut euch das auch mal an. Den finde ich allerdings schöner. Ja, von der Farbe halt. Und der hat auch etwas mehr Details. Oder Zubehör. Ja, Front, wie gesagt, Mercedes-Stern. Der Kühlergrill hier ist nicht durchstochen. Schade. Und hier unten kann man noch sehen, Nebelscheinwerfer. Und natürlich das Nummernschild SL 1998. Bis 2001 wurde der übrigens gebaut, soweit ich weiß. Und es steht auch auf der Packung drauf. Schauen wir uns mal den Motorraum an. Und wir gucken mal hinein. Und ja, sehen, ja, er ist relativ detailliert. Würde noch ein bisschen mehr gehen, denke ich. Wir können auf dem Motorblock sehen, Mercedes-Benz. Ja, ist okay. Ja. Scharnier, naja, hätte auch etwas filigraner sein können. Aber ich sag mal so, mir ist der Motor nicht ganz so wichtig. Natürlich soll er schön detailliert aussehen, aber ich finde es viel besser oder viel wichtiger, wie das Auto vom Gesamtbild aussieht und natürlich von innen. Ja, schauen wir uns die Seite an. Hier ist L-typisch. Damals jedenfalls sehr klare, eckige Linien. Hier können wir das Sakko erkennen. Ja. In der Form ist es auch gleichfarbig wie das Modell selber. Ja, vom berühmten Designer Bruno Sakko. Der ist ja bekannt für den ein oder anderen schönen Benz, unter anderem auch mein W126er. Habe ich auch schon vorgestellt, Link dazu, Beschreibung oder im i. Ihr wisst Bescheid. Die Felgen sind auch sehr schön, finde ich. Passen richtig gut zum Fahrzeug. Und wir schauen uns jetzt mal das Heck an. Und hier ebenfalls, ja, Mercedes-typisch, damals mit diesen Lichtern, mit den, ja, mit diesen, im Prinzip Bülsten drin, Linien, ich weiß nicht, wie man das nennen soll. Sehr charakteristisch, gefallen mir sehr gut. Großes Auspuffendrohr, wie man sehen kann. Und natürlich der Mercedes-Stern. Und wir schauen uns natürlich den Kofferraum mal an. Und ich denke, ich habe nicht zu wenig hier versprochen. Das ist schön, ne? Also es ist nicht spektakulär, aber es ist sehr wichtig. Der Kofferraum ist ausgekleidet mit Teppichimitat. Hier können wir noch sehen, ist eine Bahndreieck, ist auch noch mit vorhanden. Oder angedeutet, besser gesagt. Das sieht alles sehr gut aus. Und der Kofferraum ist ja auch ebenfalls in derselben Ausstattung von der Farbe her wie der Innenraum. Das sind manchen Leuten egal, mir ist es nicht egal. In echt ist es natürlich blöd, wenn man dreckige Sachen reinlegt, aber als Modell ein Muss, finde ich. Ja, wir schauen uns noch kurz die Verdecke an. Also mitgeliefert wird hier das Hardtop. Ja, natürlich auch in derselben Farbe. Da habe ich aber einen Kritikpunkt, wenn man das auflegt. Ja, hier unten sind solche Nippel. Ja, die soll man hier rein stecken. Das funktioniert auch. Allerdings guckt der vorne immer wieder raus. Ja, das geht nicht so richtig. Irgendwie. Ja, wenn ich es hier vorne drin habe, geht er hinten raus. Und wenn ich es hinten drin habe, ist vorne draußen. Das gefällt mir nicht. Ja, also, das geht anders, wie wir sehen können. Das stört. Ansonsten sieht es eigentlich ziemlich gut aus. Ne? Und dann gibt es natürlich noch das Stoff-Cabrio-Verdeck. Und das sitzt 1A drauf, wie wir sehen können. Ja? Also das hat ja auch funktioniert. Warum funktioniert es mit dem Hardtop nicht? Das ist schade, Norrif. Bitte in Zukunft darauf achten. Ja, also wie gesagt, hier sieht schön aus. Passt sehr gut zum Fahrzeug, klar. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt natürlich den Innenraum an. Und wir beginnen natürlich an der Fahrerseite. Und wie ihr sehen könnt, das ist wirklich sehr edel. Ja, also hier die helle Ausstattung, die kommt hier voll zur Geltung mit der roten Farbe. Das sieht wirklich sehr edel aus. Und hier in der Tür können wir erkennen, unten, ja, also hier unten, da ist ja, Stoffimitat auch verlegt worden. Das gefällt mir sehr gut. Das war in dem anderen Modell auch schon der Fall. Das gefällt mir.
Und ja, der Innenraum ist auch sehr detailliert meiner Meinung nach. Hier das Armaturenbrett ist sehr schön gemacht. In der Mittelkonsole kann man auch sehr viele Details erkennen. Also sieht genauso aus wie es sein sollte. Hier unten beim Sitz ist sogar noch die Stellmöglichkeit zu sehen. Teppichraum, ausgekleidet mit Teppichimitat. So muss das sein. Wir schauen uns natürlich jetzt noch die Beifahrerseite an. Hier ebenfalls eine verdammt einladende Atmosphäre, wie ich finde. Ja, würde mich am liebsten gleich reinsetzen und losfahren. Ja, hier an der Seite übrigens auch Teppichimitat verkleidet. Und unter dem Beifahrerfach ist natürlich auch Teppichimitat, wobei natürlich ist es nicht. Das ist ein Detail, was auf jeden Fall sehr, sehr schön ist. Ja. Anschnallgurte. Und eine kleine Sache gibt es auch noch. Und zwar hier das Windshot. Ja, hier das Windshot. Das kann man hochklappen. Gibt es einen Kritikpunkt hier, das ist nicht durchgestochen, ja, das Eichennetz, ne? Das ist natürlich keine durchgezogene Fläche. Das ist jetzt schade, außerdem kann man es nicht ganz aufstellen, ja, also hier ist ein bisschen Widerstand drin. Ja, ich will es auch nicht kaputt machen. Aber ist auf jeden Fall sehr, sehr detailliert gemacht. Außer, wie gesagt, hier das nicht durchstochen ist. Aber dafür hier im Hinterraum oder auf der Rückbank kann man erkennen, Anschnallgurte sind auf jeden Fall vorhanden. Ja, das war's schon zu dem Fahrzeug. Sagt mir gerne eure Meinung zu dem Wagen. Findet ihr ihn schön? Den gibt es übrigens auch in Blau. Ich habe überlegt, zuerst Blau oder Rot. Und da dachte ich, naja, Rot ist eigentlich auch eine sehr, sehr schöne Farbe. Und von blauen Fahrzeugen habe ich auch schon relativ viele. Ja, mir gefällt er auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ich gebe ihn auf jeden Fall nicht her. Schreibt es in die Kommentare. Gebt mir einen Daumen nach oben, unterstützt den Kanal beim Wachsen. Dieser Kanal hat bald die 1000 Abonnenten erreicht, da freue ich mich schon drauf. Und ja, verteilt das Video und sagt euren Freunden Bescheid, die irgendwas mit Modellautos zu tun haben. Oder die es nicht zu tun haben, vielleicht kommen ja einige hinzu zum Hobby. Denn durch die Pandemie ist ja offenbar der ein oder andere zu diesem Hobby gekommen, wie ich gehört habe. Ja, in dem Sinne, macht's gut. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Denkt positiv und bleibt negativ. Ja? Ciao.